Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Passend zum Muttertag gibt es heute wieder einen leckeren Erdbeerkuchen, und zwar besteht dieser aus einem saftigen Rührteigboden, einer köstlichen Creme mit Vanillepudding und einer extra Portion Erdbeeren. Normalerweise backe ich meinen Tortenboden immer in einer Springform, aber da wird der in der Mitte immer viel höher als am Rand. Und da mir einige von euch geraten haben, den Teig mal in einem Tortenring zu backen, habe ich das bei dieser Gelegenheit mal ausprobiert. Nachdem das soweit vorbereitet ist, heize ich den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze, das entspricht 160 Grad Umluft, auf und bereite den Rührteig zu. Dafür verrühre ich die Butter zunächst mit Zucker, Vanillinzucker und einer Prise Salz, bis eine geschmeidige Masse entsteht. Am besten funktioniert das, wenn die Butter möglichst weich ist. Jetzt kommen da 2 Eier hinein, und nachdem die Zutaten schön schaumig gerührt sind, gebe ich das Mehl, das Backpulver und einen Esslöffel Milch hinzu. Den Teig rühre ich nun kurz durch, bis kein Mehl mehr zu sehen ist, und fülle ihn in die vorbereitete Backform. Da jeder Backofen etwas anders backt, solltet ihr nach 20 bis 25 Minuten eine Stäbchenprobe machen. Den fertigen Tortenboden lasse ich nun in der Backform abkühlen und bereite als nächstes die Vanillecreme zu. Dafür habe ich mir insgesamt 280 Gramm Milch abgewogen. 4 Esslöffel von der Milch verrühre ich schon mal mit 50 Gramm Zucker und einem Päckchen Vanillepuddingpulver. Und die restliche Milch koche ich in einem kleinen Topf auf. In die kochende Milch kommt jetzt das angerührte Puddingpulver, und dann muss der Pudding unter Rühren noch etwa 1 Minute weiter kochen. Den fertigen Pudding gebe ich nun in eine Rührschüssel und lasse ihn unter gelegentlichem Umrühren so weit abkühlen, bis er in etwa handwarm ist. Dann wird der Vanillepudding noch mit etwas Frischkäse gemischt. Da immer wieder mal Fragen von euch kommen, habe ich hier mal einige Alternativen nebeneinander gestellt. In diesem Fall verrühre ich den Pudding mit Schmand, also dem deutschen Crème Fraiche, und dann kann die Erdbeertorte auch schon zusammengesetzt werden. Damit der Rand des Kuchens schön sauber und glatt wird, lege ich um den Tortenboden einen Tortenring und lege dessen Innenseite noch mit Tortenfolie aus. Jetzt verstreiche ich die Vanillecreme auf dem Tortenboden, und dann stelle ich den Kuchen zum Festwerden in den Kühlschrank.
Für den Belag nehme ich 800 Gramm frische Erdbeeren. Die schneide ich in mundgerechte Stücke und verteile sie auf der abgekühlten Vanillecreme. Jetzt fehlt nur noch der Tortenguss, der die Erdbeerstücke zusammenhält. Diesen bereite ich diesmal mit einem Erdbeertee auf Früchteteebasis zu. Wer möchte, kann stattdessen aber auch roten Fruchtsaft verwenden. Nachdem der Tee nach Packungsanleitung durchgezogen ist, gebe ich so viel Wasser hinzu, dass ich insgesamt 400 Gramm Flüssigkeit habe. Zum Andicken könnt ihr nun entweder Gelatine oder eins der hier gezeigten Geliermittel verwenden, die bis auf den roten Tortenguss vegan sind. Ich nehme hier den klaren Tortenguss. Den rühre ich mit etwas Zucker in den Erdbeertee und koche die Flüssigkeit nach Packungsanleitung auf. Der Tortenguss kommt noch heiß auf die Erdbeeren und dann schwenke ich den Kuchen ein bisschen hin und her, damit sich der Tortenguss gleichmäßig verteilt. Damit der Kuchen schnittfest wird und beim Anschneiden nicht auseinanderfällt, sollte der Tortenguss nach dem Abkühlen mehrere Stunden gekühlt werden. Da der Dreh bis hierher schon recht lang gedauert hat, habe ich den Kuchen über Nacht im Kühlschrank gelassen. Wie ihr gleich sehen könnt, ist der Tortenboden trotzdem kein bisschen durchgeweicht. Dieser Erdbeerkuchen schmeckt wirklich sehr, sehr lecker und passt perfekt zum anstehenden Muttertag. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß beim Nachbacken und freue mich sehr auf eure Kommentare. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!